Wenn du etwas ändern willst, du musst hier bleiben, du musst kämpfen mit allen demokratischen Mitteln, weil nur ein Raum oder ein Platz heißt Heimat, also anders geht nicht. Also während des Krieges war ich 9 Jahre alt. Also meine Eltern haben entschieden, dass wir auswandern aus Bosnien-Herzegowina, aus diesem Schreckens, der hier herrschte. Und jetzt als erwachsene Frau bin ich sehr dankbar für diese Zeit, die ich in Deutschland erlebt habe, weil das hat mir auch meine Horizonte erweitert. Man hat es in einem Klassenraum gesehen, dass es ganz normal ist, dass ein Afroamerikaner oder Afroamerikaner neben mir sitzt, dass wir von 20 Schüler und Schülerinnen also nur 2 Deutsche haben, alle anderen waren Ausländer aus aller Welt und dass alles klappen kann. Sie glaubt ganz fest daran, dass man quasi aus diesem Parlament heraus was verändern kann, weil es zuvor, sagt sie, noch keiner so wirklich versucht hat. Wenn du etwas ändern willst, also, und wenn du deinem Kind oder allen Kindern in Bosnien-Herzegowina etwas ermöglichen möchtest oder willst, du musst hier bleiben, du musst kämpfen mit allen demokratischen Mitteln. Luka, 22, studiert in Mostar Kunst und ist aus Zagreb nach Bosnien-Herzegowina gezogen, weil es so ist, dass er in Mostar einfach mehr machen kann als in Zagreb. Er hat zwar im Abražević im Hinterhof was gemalt, aber ansonsten geht er raus in die Stadt und sucht sich eine Wand und macht sie bunt. I mean, stuff like this, like street art festival, you know, it's a thing I do for fun. I don't know. Yeah. It's cool. Here's one I did last Which year. one? That one with the horse. The one with the horse? Yeah. Er hat uns im Gespräch ja gesagt, dass Leute ihn für verrückt erklärt haben, dass er quasi aus Kroatien, von wo ja auch viele nach Deutschland gehen, nicht nach Deutschland geht, sondern nach Bosnien-Herzegowina, wo es noch mal schlimmer aussieht. Und der hat das gemacht, weil er Bock auf Mostar hatte. Weil er die Herzegowina mag, weil er die Ecke mag und weil Mostar viel Raum für Kunst bietet und weil er da was machen kann. Weil bei allem, was in Mostar schief läuft, die Street-Art-Szene da ist richtig stabil. You consider staying in Mostar when you're done? You're from Zagreb, right? Yeah. I don't know, man. I mean, I really love Bosnia and Herzegovina, you know, but still, I don't think you can live here with arts, you know. If there is a way, I would love to live here, you know. And if there wasn't no threat with the war stuff, you know. I mean, it's not a stable country, you know. That's the biggest problem. But the nature is beautiful, everything is beautiful, you know. People are beautiful. So I would love to live here, but I don't think I can, you know. The reason why I'm an activist is that I just saw how much violence there is against LGBT people. That was so scary for me to just deal with that. Wenn du jetzt kein heterosexueller Mann und keine heterosexuelle Frau in Bosnien-Herzegowina bist, dann ist es verdammt hart. Bei allem, was da schief läuft, wir haben in den letzten Jahren verdammt viel erreicht.
How is like the generation beneath you, like 5, 6 years younger, dealing with it? Are they more open? Are they more secretive? You know? Well, they certainly are more open to organizations like this. For example, like older people, they would never appear. So that is great that kids are using what we're doing, really, because that's so important. The country is still underdeveloped, so yeah, we cannot expect from them to be immediately educated. If we speak about like one core thing that you want to be seen implemented in the next 5 years, maybe. Well, I will say two: Same-Sex Partnership Act law and Pride Parade, first Pride Parade for Sarajevo. I mean, we are all looking forward to it, even though like not really, like. I mean, it's mixed emotions, like, because on one side we're scared as fuck, but on the other side there's no more time to be waited. Im Nachbarland in Serbien, da war ich 2011 auf der Gay Pride. 200-300 Leute wollten auf der Straße rumlaufen und 6000 Hools und Faschos haben die Stadt auseinandergenommen. Heute, 6 Jahre später, hat Serbien eine lesbische Premierministerin. Das hätte keiner gedacht vor 6 Jahren. Das macht dann doch ein bisschen Hoffnung. Wir wussten nicht genauso, was wir mitbringen sollen, deswegen gibt es Kuchen, Nutella-Torte und die bringen wir jetzt hoch. What kind of places do you hang out when you're not here in your place? Is there like places you meet up? Like There's my place. There's your place? True. That's true. There was this one gay club. It would work during the weekends. Fizz. But they closed it recently, like the last summer. And what changed after it? Well, people mostly hang out at home, I guess. Wenn du in Sarajevo und für das Umland gilt das noch sehr viel mehr, wenn du da einen Café aufmachst oder einen Nachtclub und du sagst offensiv, hey, der ist queer-friendly, da kannst du auch ein großes Fadenkreuz an deine Wand malen. Also das erfordert auch einen gewissen Mut. Und es ist wichtig, dass es in Bosnien-Herzegowina viele Menschen gibt, die diesen Mut noch haben. You just say you feel safe here, but also you don't feel safe enough to show your face in public when you're on TV. Why is that? Because, I don't know, we live in Bosnia, so when I'm doing something, I don't want it to be public because I'm like telling a very personal story, and I don't know who can see in Bosnia. Maybe some, I don't know, Muslim extremist will see it and he will like recognize me on the street. So I have that fear. It's gonna take a very long time. Like maybe 20 years. 20 years? One of them. I don't know. Maybe because I tried to walk to the 15th floor. Why did you paint it the way you did? It's kind of satiric and it's kind of funny because how people see me, because I'm not on hormones. They told me like you think like a man, but you still look like a woman. It's a expressional hit, trying to explain people what I'm like going through every day. Every day, all day? Yeah, all day, all the time. In all extremes? Yeah. What would you say is that you're rebelling against? I wanted, like in a brutal and more expressive way,
to show the truth about trans people, and also this is the reflection of society here. Wenn das Wort Revolution fällt, dann ist es schon ein großes Ding so. Ich glaube, dass es viel mehr nach innen gerichtet gerade ist. Dass quasi das, was da in dieser kleinen Gemeinschaft in Sarajevo entsteht, möglicherweise viel verändern kann. I don't want to go because we can change it, you know, like there is this idea that nothing is set in stone and whatever was created can be undone, and if we have enough of young people that are willing to do that. And I can see that actually it's helping Bosnia, like the whole queer movement is helping Bosnia to kind of recover from this policy after the war, just be silent, let it not shoot. It's not shooting, it's good. Nera will da bleiben und Nera will etwas verändern und ich habe davor allergrößten Respekt. Chris hat keinen Bock mehr darauf und geht nach Berlin und davor habe ich auch Respekt. Jeder muss diese Entscheidung für sich treffen und es ist beides völlig in Ordnung. Also an Bosnien-Herzegowina mag ich eigentlich, dass es so völlig irre ist, aber wenn ich einen Wunsch für das Land frei hätte, würde ich mir wünschen, dass es in 10 Jahren ein etwas normaleres Land ist, dass es ein europäisches Land ist. Das würde ich mir wünschen. Das und dass man in diesem Land aufwächst mit der Idee, hey, ich kann hier etwas aufbauen, ich kann hier mein Leben leben. Das würde ich mir wünschen. Weil nur ein Raum oder ein Platz heißt Heimat, also anders geht nicht.